Es wird schön draußen, wir kriegen langsam Frühling, es wird wärmer. Frühling ist eigentlich schon lang da, nur die Temperaturen fehlen dazu einfach noch. Und ich bin hier schon mal voll bepackt. Ich habe hier einen Klappstuhl und ich habe hier einen rollbaren Grill hier. Ja, da gibt es schon mal ein Video drüber. Rollbarer Grill und diesen Klappstuhl könnt ihr gerne noch mal anschauen. Und hier drin, darum geht es heute in diesem Video. Hier ist ein rollbarer Tisch drin, den ich jetzt einfach total easy mitnehmen kann. Hier auf dem Rücken geschnallt und gut ist. Den bauen wir uns heute. Ich wünsche euch einfach viel Spaß bei der Bauanleitung und bis nachher. Alles, was wir benötigen, liegt hier schon auf dem Tisch. Ich habe jetzt hier noch Restbestände von Holzlatten von einem anderen Projekt hier. Und die habe ich jetzt einfach noch übrig. Die sind hier 55 cm lang. Also wird mein Tisch 55 cm breit und in der Länge wird er genauso 55 cm. So ist mein Plan. Für die 55 cm brauche ich ca. 12 Holzlatten hiervon. Die haben eine Breite von 44 mm und eine Stärke von 19 mm. Ja, die können wir noch ein bisschen runterhobeln nachher dann. Denn wir brauchen nämlich hier noch Rampa-Muffen oder halt Eindrehgewinde. Das sind jetzt einfach nur Holzeindrehgewinde hier und die haben eine Stärke von oder eine Tiefe von 12 mm. Das heißt, wir können locker hier auf 15 mm, 16 mm runterhobeln, die Holzlatten, und gut ist. Also, hier brauchen wir noch ein Gummiband, das hat 6 cm Breite hier, könnt ihr auch einen 5er nehmen. Ich habe jetzt hier das 6er, kann ich euch unten nochmal verlinken. Wir brauchen hier eine Gewindestange. Ich nehme hier natürlich Edelstahl und natürlich für die Tischbeine habe ich hier ein Rundholz und das hat einen Durchmesser von 25 mm. Die Länge werden wir dann nachher einfach noch bestimmen. Das ist eigentlich alles, was ihr braucht. Vielleicht noch ein Tacker hier dazu. Und wie ihr natürlich euren Tisch plant von der Größe her, das ist jedem natürlich selber überlassen. Bei mir sind es halt gerade die Restholzstücke hier, die 55 cm Breite haben. Und jetzt gehen wir erstmal rüber zum Hobeln, denn wir haben jetzt hier eine Stärke von 19 mm. Die können wir jetzt einfach mal runter hobeln auf 15, 16 mm. So, fertig gehobelt, schaut doch wunderbar aus. Ich habe auch noch die Kanten hier ein bisschen angeschliffen hier, damit sie nicht ganz so scharf sind. Und ich habe es jetzt mal ausgebreitet. Legt diese Stücke, die ihr unten haben wollt, am besten hier jetzt auf die Oberfläche hier. Also das heißt, das wird dann die Oberfläche werden hier. Muss ich nochmal schauen. Nee, doch, das ist schöner hier. Und legt das Ganze mal so hin. Wie gesagt, ich habe hier eine Latte hin. Mein Tisch ist ein bisschen zu klein, habe ich festgestellt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar habe ich jetzt hier kleine Abstandshalter. Die sind 2 mm stark, das sind kleine Hölzchen hier. Und die werden wir jetzt hier zwischendrin einfach mal überall reinlegen. Das heißt, überall hier 2 mm rein und dagegen schieben. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal. Das Ganze schaut jetzt dann so fertig aus. Ich habe es jetzt noch ein bisschen festgespannt, dann tue ich mir leichter nachher beim Tackern. Wir haben jetzt hier diese Spalte drin. Jetzt schauen wir mal, was wir in Gesamtbreite erreicht haben, ob es dann passt. Jawohl, 55 cm und hier haben wir 55 cm. Perfekt. Gut, jetzt können wir loslegen. Wie gesagt, ist festgespannt hier, damit ich besser beim Tackern tackern kann. Das Gummiband hier da kommt ja noch die Holzleiste hier hin, die werden wir 3 cm vom Rand wegmachen hier. Das heißt, wir tun das Gummiband, fangen wir bei 8 cm an und werden hier bei 8 cm Abstand vom Rand das Gummiband einfach hintackern und vergesst das Gummiband dann auch nicht dann hier ja, auf leichte Spannung zu gehen.
Das Gummiband ist fest. Ich kann euch natürlich empfehlen, wenn das Ding dann ein bisschen draußen stehen soll, dass es nicht rostet, würde ich euch Edelstahlklammern empfehlen hier. Jetzt habe ich die Leiste schon zugesägt. Diese Leiste ist es genauso breit wie der Tisch, also hier 55 cm. Und da bohren wir jetzt einfach ein M6 Lochbohrung rein, eine 6er Bohrung rein für ein M6 Gewinde und werden dann hier die Einschraubgewinde dann unten reinmachen. Da empfehle ich euch wirklich die Rampa-Muffen zu nehmen. Ich habe jetzt leider keine Rampa-Muffen, ich habe solche blöden hier mit diesem Schlitz hier. Ich verlinke euch natürlich die Rampa-Muffen nochmal unten, das sind die mit dem Imbusschlüssel. Die funktionieren eigentlich immer besser, aber ich hatte jetzt gerade leider keine Rampa-Muffen da. Aber wie gesagt, ich verlinke sie euch. So, hier kommt die M6-Bohrung rein, hier machen wir dann das Gewinde rein hier und dann kommen wir zu den Füßen. So, 6er Bohrung. Ach übrigens, ja, das sind Fischbohrer. Nur, dass ihr es mal wisst, was ich hier noch benutze, bin ich echt zufrieden. Das sind die Standardausführungen, die gibt es auch noch im Premium. Aber mit der Standard komme ich auch ganz gut zurecht und die sind echt Top-Bohrer. Also, dann legen wir mal los, machen hier das 6er rein und unten machen wir dann die Rampa-Muffe rein. Das Gröbste ist fertig, die Einschraubgewinde sind hier drin. Jetzt kommen wir zu den Gewinden hier. Hier machen wir jetzt einfach 4 Stück in der Länge halt, so wie es gerade reinpasst. Und die werden wir dann hier in einen Rundstab hier einkleben. Und der Rundstab wird bei mir 63 cm lang oder hoch werden der Tisch. Das könnt ihr natürlich auch selber entscheiden. Jetzt haben wir schon einige Arbeitsschritte erledigt. Richtig cool, die Füße sind fertig, die Gewinde sind drin. Leute, ich habe das jetzt mit den Gewinden so gemacht, damit ich das wirklich hier absolut reinkriege, weil in der Ständerbohrmaschine passt es bei mir nicht wirklich rein, dieses Steckchen hier. Und ich habe mir einen kleinen Klotz genommen, hier im rechten Winkel alles zugeschnitten, habe mir mit einem Forstnerbohrer hier ein Loch reingebohrt, dass der Stab hier reinpasst und noch auf der Ständerbohrmaschine hier einen gerade, halt auch noch diese 5 mm Bohrung reingebohrt, damit ich dieses M6 Gewinde hier reindrehen kann. Hab's dann einfach, ihr seht es ja, es ist absolut wirklich gerade hier drin, absolut im Winkel perfekt. Es funktioniert, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr hier Rundstäbe bohren wollt. Funktioniert super. Dann habe ich das Ganze noch eingeklebt. Ihr habt es ja gesehen, hier mit 2 Komponentenkleber, damit auch das Gewinde hier richtig schön drin hält. Gut, ach ja, das habe ich euch nicht gezeigt, weil, könnt ihr selber machen. Ich habe hier nochmal ein Gewinde rein an einem Fuß hier. Und zwar ist das hier so ein höhenverstellbarer Fuß, damit dieser Tisch
nicht kippeln kann. Einer reicht ja, ihr könnt es auch theoretisch 4 Stück reinmachen, aber hier funktioniert es auch mit diesem einen und habe natürlich hier oben dann noch dieses Stäbchen hier von der Höhe hier einfach gekürzt, damit es einfach nicht zu lang ist. Und somit kann man den Tisch auch in unebenen Sachen, wenn er ein bisschen wackeln sollte irgendwo, kann man den einfach nochmal anpassen. Kann ich euch natürlich auch noch unten verlinken. Hier nochmal das kleine Füßchen, was ich drunter ran gemacht habe. Und hier nochmal die Gewinde in Nahaufnahme hier ein bisschen. Alles gut. Und jetzt seht ihr, das passt richtig schön. Schaut schon toll aus hier. Aber das ist ja natürlich klar, dass wir das Ganze noch ölen müssen. Das Ölen ist immer das Geilste daran. So, ich habe hier von Heliacare ein neues Öl, das kann ich euch unten auch nochmal verlinken, ist für den Außenbereich gedacht, speziell auch für Terrassen, für Holzmöbel, die draußen stehen oder sonstiges. Könnt ihr das gut benutzen, könnt ihr euch mal anschauen. Ich setze einen Link unten rein, könnt ihr es euch selber mal durchlesen hier. Und damit werde ich natürlich diesen Tisch hier mit diesem Öl hier einlassen. Ist ein Bioöl hier, da kann gar nichts passieren, da kann Hautkontakt und alles Mögliche, ist gar kein Problem. Das kann auch mal Essen drauf fallen oder sonst irgendwas. Es ist kein Problem mit diesem Bioöl hier. Und wie gesagt, für den Außenbereich. So, das letzte Stück wird noch geölt. Perfekt. Das wird gut ausschauen. Jetzt sind wir fertig. Das Coole an dem Öl ist wirklich hier, ich brauche jetzt hier nichts mehr machen mit dem Pinsel. Ich kann den wiederverwenden. Ich muss ihn nicht wegschmeißen. Keine Selbstentzündungsgefahr. Auch mit diesen Lappen, wenn man es mit Lappen reintut, die können sich nicht selber entzünden. Das ist richtig gut von dem her, weil da keine Zusatzstoffe drin sind, die das Ganze zum Brennen bringen. Ihr wisst ja, dass sowas passieren kann. Gut. Bio ist es auch noch, also Hautkontakt, das ist sogar noch gut für die Haut. Ich habe so richtig schöne weiche Finger jetzt. Also auch nochmal ein cooler Nebeneffekt. Lassen wir das Ganze einwirken und werden wir es dann nachher ein bisschen abputzen wieder. Und dann werden wir den Tisch zusammenschrauben. Richtig cool. Bin ich selber mal gespannt. Ich habe es noch nicht versucht. Fertig. So, hier ist er drin. Ist einfach nur ein Sack von so einem Klappstuhl, kennst du doch. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Ist schön eingerollt hier. Einmal aufwickeln und mehr brauchen wir eigentlich nicht machen. Nur die Füßchen hinschrauben und gut ist. Oh Mann, ich würde jetzt lieber rausgehen. Draußen ist aber so ein beschissenes Wetter, es pisst wie die Sau. Naja, aber schaut's mal Leute, es ist innerhalb von einer Minute aufgebaut. Es ist super leicht zum Transportieren und zum Zusammenrollen. Überhaupt kein Problem. Halten tut er auch hier von dem her. Jetzt kommt natürlich noch unser klappbarer Stuhl. Wer das Video noch nicht kennt, könnt ihr euch auch gerne noch mal anschauen. Ich werde es euch verlinken. Und natürlich fehlt jetzt dann noch der Grill im Endeffekt. Und grillen können wir mit unserer Männerhandtasche. Die ist auch richtig mobil. Da ist ein kleiner mobiler Grill drin. Richtig geil. Könnt ihr euch auch noch mal anschauen, wie der gebaut worden ist. Ich habe mir jetzt aber ein Bier verdient, denke ich mal. Leute, schreibt es mal unten in die Kommentare rein, wie ihr so einen Rolltisch findet und ob ihr ihn brauchen könntet. So, schöne Grüße aus dem Allgäu. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, Prost und Servus aus dem Allgäu.